Reimer Johne wird jetzt einen Vortrag halten zur Stabilität von Hepatitis-E-Virus gegenüber pH-Wert, Salz und nach der Trocknung auf Oberflächen. Das ist das, was uns Praktiker interessiert. Reimer. Ja, gut, gern. Die Arbeit wurde nicht von mir durchgeführt, sondern von einem Doktoranden, der bei uns eine gewisse Zeit oder lange Zeit viele Experimente gemacht hat und sich also mit der Stabilität des Hepatitis-E-Virus auseinandergesetzt hat, sehr erfolgreich. Um das nochmal in Erinnerung zu führen, wir haben verschiedenste Übertragungswege für das Hepatitis-E-Virus und in Deutschland vor allem wichtig ist der Übertragungsweg vom Tierreservoir, also infizierte Schweine oder Wildschwein vor allem, über Fleisch und Erzeugnisse, die dann aus diesen infizierten Tieren gemacht werden und wenn diese dann verzehrt werden, auf den Menschen. Und uns im BFR interessiert vor allem dieses Segment des Lebensmittels, also Fleisch und Erzeugnisse. Und da haben wir einige Fragen, die dort noch zu klären sind in diesem Zusammenhang. Und einige von denen habe ich hier mal aufgeführt. Eine Frage ist zum Beispiel, welche Lebensmittel bergen denn ein besonders hohes Risiko für die Übertragung von Hepatitis-E-Virus? Also wir wissen ja zum Beispiel, dass Lebensmittel, die vorher erhitzt werden, stark, dass die kaum ein Risiko bergen, weil das Hepatitis-E-Virus dann inaktiviert wird. Aber wie ist das bei anderen Lebensmitteln, Rohwurst oder Ähnliches? Die werden zwar nicht erhitzt, aber es werden ja verschiedene pH-Werte geändert. Salz ist in hoher Konzentration oft in solchen Produkten. Wird denn Hepatitis-E-Virus unter diesen Bedingungen inaktiviert? Das Zweite, was uns interessiert, gibt es denn auch aktive Methoden, um das Hepatitis-E-Virus zu inaktivieren während der oder nach der Lebensmittelherstellung? Wir haben hierbei die Hochdruckbehandlung mal ein bisschen genauer untersucht. Eine Methode, wo die Lebensmittel einem hohen hydrostatischen Druck für ganz kurze Zeit ausgesetzt werden. Und es zeigt sich, dass zumindest bei Bakterien dort starke Senkungen der Bakterien hervorgerufen werden können. Und die Sache wird auch für Schinken in manchen Fällen schon standardmäßig verwendet. Und das wollten wir mal gucken, was da mit Hepatitis-E-Virus passiert. Und das Dritte, was uns interessiert hat, können auch Kreuzkontaminationen eine Rolle spielen? Also wird Hepatitis-E-Virus denn zum Beispiel bei so einer Fleischzerlegung oder auch ganz normal beim Fleischer oder auch zu Hause von einer Oberfläche vielleicht dann auf das nachfolgende Produkt weiter übertragen? Also wird das Hepatitis-E-Virus denn auf Oberflächen überhaupt noch infektiös sein nach einer gewissen Zeit oder wird es da inaktiviert? Für alle diese Untersuchungen, die wir dort, die Fragestellungen, müssten Untersuchungen der Stabilität und Inaktivierung von Hepatitis E durchgeführt werden. Das konnten wir lange Zeit überhaupt nicht machen, aber da sind mit den Jahren die Techniken tatsächlich etwas vorangeschritten und wir haben zumindest eine Möglichkeit, Hepatitis-E-Virus-Infektiosität in Flüssigkeiten zu untersuchen. Bisher gelingt es uns noch nicht oder nur sehr ineffizient, direkt im Lebensmittel solche Untersuchungen zu machen, aber in Flüssigkeiten, wir haben mal PPS verwendet, phosphatgepufferte Kochsalzlösung, die im Labor ja häufig als Hintergrundmatrix benutzt wird. Und in dieser Flüssigkeit können wir das untersuchen. Und das machen wir so, dass wir einen zellkulturadaptierten Hepatitis-E-Virus-Stamm haben. Der wird in Suspension dann der jeweiligen Behandlung zugeführt, also unterschiedliche pH-Werte oder Hochdruck. Und danach wird diese Präparation auf Zellkulturen gegeben und das verbleibende infektiöse Virus kann dann die Zellen infizieren. Die werden dann nach einer gewissen Zeit der Virusvermehrung angefärbt mit einem Immunfluoreszenztest, der die infizierten Zellen zeigt. Und dann kann man in der Auswertung feststellen,
ob denn noch infektiöses Virus übrig geblieben ist. Und man kann das auch quantifizieren, nämlich weil wir hier mit unterschiedlichen Verdünnungen infizieren. Und dann kann man eben sehen, dass zum Beispiel die Behandlung A nicht ganz so effizient war hier wie die Behandlung B. Diese Methode wurde für alle die Versuche, die ich jetzt zeige, in fast gleicher Weise durchgeführt. Kommen wir auch schon zu den ersten Ergebnissen, nämlich die pH-Werte. Wir haben als erstes die Lösung mit dem Virus sehr extremen pH-Werten unterzogen, von pH 1 bis pH 10 für 3 Stunden bei Raumtemperatur inkubiert und dann mal geguckt, was denn da noch übrig ist und mussten feststellen, dass nur bei den extremen pH-Werten von 1 und 10 eine starke Reduktion des Virus eintrat, während bei pH 2 bis pH 9 eigentlich nicht viel passierte. Da ist das Virus also sehr stabil und wird in einem sehr breiten pH-Spektrum nicht inaktiviert. Im zweiten Versuch haben wir eher versucht, die Bedingungen, wie sie bei einer Wurstreifung, einer Rohwurstreifung auftreten würden, nachzumachen. Dort sind die pH-Werte nicht so extrem, die senken sich höchstens bis pH 4,5. Danach wird es auch geschmacklich nicht mehr so schön, deswegen wird das also auch nicht weitergeführt. Und die Substanz, die zur pH-Wertabsenkung führt, ist die Milchsäure. Deswegen haben wir diese Versuche auch mit Milchsäure in diesem Fall gemacht. Und man sieht hier auf der linken Seite eine Reifung für 7 Tage bei 4 Grad. Und nach dieser Zeit sieht man im Vergleich zu einer Probe, die eben bei normalem pH von 7,7 in diesem Fall inkubiert wurde, keine Unterschiede zu pH 4,5 oder 6,5. Das war der Bereich. Die können da also keine weitere Inaktivierung vornehmen. Bei 23 Grad für 7 Tage, also einer Schnellreifung bei höheren Temperaturen, sieht man einen ganz geringen Effekt bei pH 4,7 hier in inaktivierenden, aber der ist unter einer Logstufe. Das heißt, es ist also keine effiziente Inaktivierung durch die pH-Werte zu erwarten, die während der Wurstreifung oder der Fleischreifung ganz allgemein auftreten. Das Zweite, was während so einer Reifung ein wichtiger Punkt ist, ist, dass Salz zugegeben wird. Und zwar Natriumchlorid und auch Natriumnitrit oder in manchen Fällen auch Nitrat. Wir haben als erstes extreme Salzkonzentrationen bis zu 20%, das kann man dann wirklich nicht mehr essen, getestet und auch die höchsten Mengen, die erlaubt sind laut EU-Verordnung an Natriumnitrit bzw. Natriumnitrat zugegeben und mussten aber feststellen, dass in allen Fällen das Virus sehr stabil war unter diesen Bedingungen, dass in diesem Fall nach 24 Stunden und bei Raumtemperatur mit diesen Salzen, es gibt dort keinen Abfall, der signifikant wäre. Auch hier wieder versucht, die Konditionen, wie sie bei einer Wurstreifung auftreten können, nachzustellen. Sogenannte Klimareifung, 16 Grad für 8 Wochen haben wir hier mal untersucht. Und hier sieht man, wie die Infektiosität über diese Zeit abnimmt generell und aber auch mit verschiedenen Salzzusätzen. Und wir können hier keinen Unterschied sehen, ob wir Salz dort zusetzen oder nicht. Bei einer Schnellreifung für 22 Grad für 6 Tage sehen wir einen geringen Effekt hier nach 2 und 4 Tagen, wenn wir das Natriumnitrit mit dazugeben. Ist allerdings auch nur ein sehr geringer Effekt, wo die Signifikanz gerade so erreicht ist. Also hier auch keine große Inaktivierung feststellbar. Also Salz insgesamt hat auch keinen großen Einfluss auf die Infektiosität von Hepatitis-E-Virus. Nächster Versuch, Hochdruck. Wie gesagt, hier werden die Lebensmittel oder in unserem Fall unsere Lösung, unsere Viruslösung für kurze Zeit, in diesem Fall für 2 Minuten, einem starken Druck ausgesetzt. Wir haben das hier bis zu 600 Megapascal gemacht. Das ist schon die obere Grenze, die man anwenden kann, damit die Lebensmittel danach auch noch genießbar sind und nicht ihre Eigenschaften so weit verlieren, dass sie nicht mehr verkauft werden können.
Und wir sehen in diesem Fall einen schönen Abfall der Hepatitis-E-Virus, Restinfektiosität, je nachdem, wie groß der Druck war. Und bei 600 Megapascal erreichen wir auch eine Inaktivierung um mehr als 4 Logstufen, was also relativ einer guten Inaktivierung entspricht. Also man kann mit Hochdruck offensichtlich Hepatitis-E-Virus inaktivieren. Man muss allerdings relativ an der oberen Grenze arbeiten, um Effizienz zu erreichen. Ja, wir haben das auch im Elektronenmikroskop mal angeguckt, was denn da eigentlich passiert mit dem Virus. Auf der linken Seite sieht man unbehandeltes Virus. Da sieht man die relativ schönen sphärenartigen Hepatitis-E-Virus-Partikel hier. Wenn wir das behandeln mit 600 Megapascal, sind die Partikel nicht mehr so schön. Da fehlen Teile. Sie sehen wie zerbrochen aus oder auch ganz zerquetscht, wie man das hier auf dieser Seite sehen kann. Es scheint also tatsächlich irgendwie eine mechanische Wirkung zu sein, die das Capsid zerstört. Ja, die letzten Versuche wurden gemacht zur Stabilität bei Trocknung. Wir haben auf verschiedenen Oberflächen, man sieht das hier, Edelstahl, Holz, Plastik und Keramik, das Virus aufgebracht, ist dann getrocknet und in dem ersten Versuch hier direkt danach, nach der Trocknung, wiedergewonnen und geguckt, ob die Trocknung an sich einen Effekt auf die Infektiosität hat. Die dunkelgrauen oder die grauen Säulen sind vorher, die weißen sind nachher. Und man sieht, dass in den meisten Fällen tatsächlich ein geringer Abfall der Infektiosität eintritt, der durch die Eintrocknung erklärbar ist. Aber der Effekt ist ungefähr eine halbe Logstufe durchschnittlich, also auch nichts, was uns hier Sicherheit verschaffen kann. Und die nächsten Versuche sind dann, wenn man diese getrockneten Viren dann weiter lagert, auf der linken Seite, wie das bei einer Arbeitsoberfläche vielleicht wäre, mit Raumtemperatur bei 26% relativer Luftfeuchtigkeit. Hier sehen wir in allen Fällen, auf allen Oberflächen, ähnlicher Abfall der Infektiosität über einen Zeitraum von 4 Wochen. Nach 4 Wochen ist relativ viel inaktiviert. Wir können kaum noch Virus nachweisen dort. Ein anderes Bild zeigt sich bei einer Simulation eines Kühlschranks oder Kühlraums bei 3 Grad Celsius mit 98% Luftfeuchtigkeit. Hier sehen wir doch deutliche Unterschiede zwischen den Materialien, die wir hier verwendet haben. So ist bei Holz nach 8 Wochen kein infektiöses Virus mehr nachweisbar gewesen, während bei Plastik, Sie sehen hier diese obere Kurve, fast kein Virus verloren gegangen ist. Hier ist nach 8 Wochen nur eine Logstufe insgesamt, wenn überhaupt, die Virusinfektiosität abgefallen und Stahl und Keramik liegen dazwischen. Also hier bei kalten Temperaturen ist getrocknetes Hepatitis-E-Virus extrem haltbar. Ja, die Zusammenfassung, der erste Teil, pH-Wert. Wir haben gezeigt, dass Hepatitis-E-Virus äußerst stabil ist, bei pH 2 bis 9 und auch bei pH-Werten, die in der Wurstreifung eine Rolle spielen. Hepatitis-E ist auch sehr stabil gegenüber Salzen, auch bei Bedingungen, wie sie bei der Fleischreifung sind. Infektiöses Hepatitis-E-Virus muss also in solchen Rohwurstprodukten und Fleischprodukten erwartet werden, wenn im Ausgangsmaterial entsprechende Virusmengen enthalten waren. Die Hochdruckbehandlung hatte ich als zweites genannt. Die scheint vielversprechend zu sein. Bei hohem Druck lässt sich Hepatitis-E hier relativ effizient inaktivieren. Man muss allerdings einschränken, dass wir in Flüssigkeit nur getestet haben und es ist bekannt, dass gerade die Hochdruckbehandlung sehr abhängig ist, auch von der Matrix, in der es geführt wird. Es kann also durchaus sein, dass die Fleischmatrix dazu führt, dass das Virus dann unter diesen Bedingungen doch stabiler ist, als es nackt, sage ich mal, in der Flüssigkeit ist. Ja, und die Oberflächen, wir konnten zeigen, dass es auf Oberflächen nach Trocknung für mehrere Wochen stabil ist. Es gibt vor allem bei den tiefen Temperaturen starke Unterschiede bei der Stabilität auf den unterschiedlichen Materialien, extrem hohe Stabilität auf Plastik, geringe auf Holz.
Und die Schlussfolgerung kann nur sein, dass man also sehr hygienisch umgehen muss bei der Herstellung und Zubereitung von Lebensmitteln, denn die Oberflächen können durchaus für Kreuzkontaminationen lange Zeit infektiös bleiben. Eventuell kann die Auswahl des Oberflächenmaterials, auf dem diese Zerlegungen oder Zubereitungen gemacht werden, zur Minimierung von Kreuzkontaminationen mit beitragen. Aber das muss natürlich in weiteren Versuchen erst noch geklärt werden. Ja, ich bedanke mich recht herzlich bei meinen Kollegen aus dem eigenen Labor hier und auch bei Herrn Oliver Schlüter vom Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie, nicht weit von hier in Potsdam, mit dem zusammen wir die Hochdruckversuche gemacht haben. Und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.